Heute ist es endlich soweit. In diesem Video zeigen wir euch den Pössl Vanster mit all seinen Details. In diesem Auto in Turmalin Rot ist sogar das Kitchen & Sleep Modul mit drin. Das heißt, wir bauen auch das Bett auf, nehmen die Maße und zeigen euch alles, was euch an dem Auto interessieren könnte. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen im wunderschönen Stowe bei strahlendem Sonnenschein hier oben bei uns am Deich. Das da hinten ist die Elbe, so dicht sind wir dran. Beneidenswert zu wohnen, kommt uns besuchen. Ja, in diesem Video zeigen wir euch den Pössl Vanster. Das, was hier neben mir steht, ist ein Pössl Vanster in Turmalin Rot, so heißt die Farbe hier. Wir haben das weiße Dach oben drauf, das gibt es wahlweise auch in Schwarz oder in Wagenfarbe lackiert, dann allerdings mit 990 € Aufpreis. Und der Vanster basiert genau wie der Campster auf dem Citroën Space Tourer. Das heißt, wir haben von Haus aus schon den perfekten PKW unten drunter und der Vanster ist im Vergleich zum Pössl Campster eben die abgespeckte Variante mit weniger Wohnmobil drin, dafür etwas mehr Alltagstauglichkeit. Lang ist der Wagen 4,95 m, mit runtergeklapptem Dach eben auch unter 2 Meter hoch, um diese magische Grenze der Tiefgaragenhöhe zu halten. Und so wie er hier steht, ist es eben eine Metallicfarbe von außen, aber mit den Serien-Radkappen, so wie er ab Werk mitkommen würde. Der Unterschied zwischen Pössl Vanster und Pössl Campster ist von außen schwer zu erkennen, solange der Schriftzug jedenfalls nicht draufsteht. Das ganz geschulte Auge kann es theoretisch am Dach erkennen, weil es zwei unterschiedliche Dächer sind, aber das sieht man eigentlich auch erst, wenn das Dach hochgeklappt ist, weil wir einfach eine andere Verdunklung, andere Fliegengitter vorne haben. Aber das schauen wir uns gleich von innen ganz detailliert an. Ich glaube, das, was am meisten interessiert an diesem Fahrzeug ist, wie ist denn das ganze Thema mit Küche und Kochen und all solchen Details gelöst. Und das ist eben anders als beim Campster. Und zwar lebt der Vanster im Prinzip von hinten. Das heißt, Klappe hoch und das Campingleben findet draußen statt. Dadurch, dass ich keine Toilette, kein Wassersystem im eigentlichen Sinne habe, bin ich sowieso auf dem Campingplatz angewiesen. Das heißt, ich kann mich da auch frei entfalten, muss keine Rücksicht drauf nehmen, irgendwo geheim zu stehen. Und dann kann man eben das Ganze auch von hinten machen. So wie ihr das hier jetzt seht, ist dieses Kitchen & Sleep Modul in seiner Transportversion unterwegs. Das heißt, alles gestapelt und fest verzurzt, damit es nicht verrutschen kann. Angekommen am Urlaubsort baut man das Bett auf. Das machen wir gleich gemeinsam von innen, aber bevor wir das tun, schauen wir einmal von hier hinten, wie die Schubladen aufgeteilt sind. Dieses ganze Modul könnt ihr einfach rausnehmen. Das ist, hier mal kurz, damit man das sehen kann. Das ganze Modul ist einfach nur hier an den originalen Verzurpunkten von Citroën festgemacht und so kann der Küchenblock überhaupt nicht raus. Und wenn der Urlaub vorbei ist, könnt ihr das ganze Ding einfach nehmen, zu Hause in die Garage stellen oder auch ins Kinderzimmer, super Spielküche vielleicht. Ich weiß nicht, man muss neue Wege denken mit den neuen Autos und das eben toll nutzen. Und ich glaube, der Handgriff zeigt im Prinzip schon den Ansatz vom Vanster. Es ist alles multifunktional, es ist alles flexibel, aber es ist damit natürlich auch automatisch mehr Rumräumerei. Es ist immer irgendwo ein Haken dran. Beide Module, die drin sind, auf der einen Seite eben dieses Wassermodul und auf der anderen Seite das Schubladenmodul, könnt ihr rausnehmen und könnt euch da, wo ihr seid, im Vorzelt zum Beispiel, einfach das aufbauen. Könnt das zum Beispiel auch nehmen und als Turm stapeln. Perfekte kleine Bar für zwischendurch vielleicht. Ich weiß, da muss man einfach, lasst euren Gedanken freien Lauf. Auf der Wasserseite haben wir sozusagen einfach nur ein Waschbecken, hier unten mit einem kleinen Frischwasser- und Abwasserkanister mit drin. Da ist eine kleine Pumpe mit integriert. Wenn das Küchenmodul drin steht, wird es einfach an das 12 Volt Bordnetz vom Fahrzeug angeschlossen und läuft da drüber. Und mit dem anderen Modul kann man
Kann man übrigens auch als Sitz benutzen. Also auch das hält das. Haben wir hier eine große Besteckschublade. Der Besteckeinsatz liegt erstmal nur locker drin, dass man das frei bepacken kann. Und darunter auch noch eine zweite Schublade. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Küchenmodul. Ich glaube, wie man das einrichtet, muss man sich nachher frei überlegen. Zwischen Sitz und Küche haben wir relativ viel Stauraum. Das heißt, man kann wahrscheinlich mit so Tagesboxen oder irgendwas in der Richtung sich den Raum perfekt einteilen. Die Idee hier ist, dass wir einen Schwerlastauszug, dass wir hier den Auszug haben. Auf den kann man eine Kühlbox stellen. Und hier oben drüber haben wir im Prinzip eine Platte, auf der das Kochfeld, da geht es einfach darum, einen aufstellbaren Gaskocher drauf zu haben. Den kann ich hier drauf stellen und habe dann hier auch Windschutz und sonstige Dinge mit dabei. Wir bauen jetzt mal das Bett auf, dann kann man nämlich sehen, wie schön die Heckküche hier hinten aufgebaut wird. Zum Schlafen im Pösselwenster gibt es zwei Optionen. Einmal das Dachbett oben, das schauen wir uns gleich separat an, aber viel spannender heute in dem Video ist, glaube ich, wie baut man hier unten das Bett. Damit man hier das Bett bauen kann, muss ich erstmal aus der Sitzkonfiguration alles ein bisschen zusammenklappen und zur Seite schieben. Das heißt, ich klappe im ersten Step erstmal die Bänke oder Sitze um. Zack, dann habe ich die und dann habe ich hinten eine Entriegelung, mit der ich den Sessel ganz nach hinten schieben kann. Den brauche ich nämlich gleich als Bettauflage. Das gibt es hier für die Sitzbank auch. Zack. Dann habe ich das da mit drin und dann haben wir ja von hinten eben schon das Küchenmodul gesehen. Das Küchen- und Bettmodul. Dann nehmen wir einmal den ersten Teil einfach nur runter und haben dann das zweite Brett. Das wird hier jetzt einfach eingerastet. Das spare ich mir jetzt. Normalerweise würden wir jetzt hier noch von unten mit einer Rändelschraube sichern, damit es nicht verrutscht. Aber dadurch, dass wir jetzt hier keine wilden Sachen machen wollen, bauen wir einfach nur das Bett. Und dann haben wir hier unten an dem Brett die Stützen. Die werden einfach mit einem Handgriff hochgeklappt. Und dann geht das zwar alleine, aber wenn ihr eine zweite Hand zur Verfügung habt, ist es deutlich einfacher, das ganze Brett zu drehen. Ihr habt ja dann beim Bettbau keine Kamera in der Hand. Und dann wird das einfach hier vorne eingerastet und eingehängt. Und dann habe ich im Prinzip das Bett hier schon fertig. Und dann nehme ich mir einfach meine Matratze von hinten und klappe die hier nach vorne drüber und fertig ist das Fensterbett. Also es sind ein paar Handgriffe, die muss man machen, aber dafür habt ihr hier ein Bett und das ist, glaube ich, einer der Unterschiede zum Campstar wieder, indem ich die ganze Fahrzeugbreite nutzen kann. Ich messe gleich die gesamte Matratze. Bevor ich das aber vergesse zu sagen, das ist jetzt die normale Matratze. Es gibt noch eine Komfortmatratze, die baut dann etwas dicker auf, dann ist der Haufen insgesamt noch ein bisschen größer, aber der Schlafkomfort eben auch. Ja, wir haben uns, weil man hier nicht so richtig mit dem Lasermesser messen kann, haben wir uns mal ein Maßband mitgenommen. Wir haben hier exakte Matratzenlänge 2 Meter, Matratzenbreite 1,16 hier vorne. Aber das, was viel relevanter ist, ist im Prinzip die gefühlte Bettbreite, weil man kann ja mit den Armen links und rechts ein bisschen rauslegen. Hier haben wir wirklich zwischen den beiden Säulen 1,40 in der Breite. Ich denke also ein vernünftiges Bett. Soll ich mich einfach da nochmal drauflegen, damit man sehen kann, wie ein großer Mensch auf diesem Bett aussieht? Unbedingt. Unbedingt. Na dann tun wir das nochmal. Eine Premiere für mich. Mein erster Einstieg ins Fensterbett. Kann eigentlich nichts passieren. Liegt hier auf dem Bett auf, liegt da auf der Küche auf, liegt hier auf den Stützen auf. Müsste also auch mich mit meinen deutlich mehr als 100 Kilo halten. So. Also mir gefällt das schon mal ganz gut. Für einen perfekt komfortabel. Zu zweit glaube ich auch noch gut zu machen. Ich mag mich nicht so gerne im Video räkeln, aber für heute für Effekt funktioniert es wohl. Und das, was halt richtig cool ist, ist, wenn man hier die Klappe runter macht, kann man hinten das Fenster separat aufmachen und dann könnt ihr hier aus dem Bett perfekt rausschauen.
Wenn das Bett dann erstmal gebaut ist, im Urlaub braucht man das ja nicht ständig auf- und abbauen und euer Leben spielt sich ja schwerpunktmäßig draußen ab, kann man auch einfach tagsüber hinten die Matratze umklappen und hat dann hier die große Arbeitsfläche. Wir haben jetzt leider keinen Kocher dabei, aber dafür wäre eben die Kochplatte auch gedacht, dass man das hat. Hier sind so ein Windschutz mit dabei. Und damit kann ich eben hier hinten wunderbar drin kochen, habe ein leichtes Regendach, also es passt, glaube ich, ganz gut. Da würde dann eben die Kühlbox mit drin stehen und so habe ich alles hier hinten griffbereit mit dabei. Grundsätzlich, glaube ich, muss man zu dem Vanster auf Space Tourer Basis sagen, dass es einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein unfassbar günstiges Auto ist. Im Grundpreis 120 PS, Klimaanlage, schöne Ausstattung mit Radio und allen möglichen Dingen schon mit dabei ist, liegt ihr bei 31.990 €. Für so ein Fahrzeug, so wie er hier steht, in Metallic, mit ein paar Kleinigkeiten, allerdings noch ohne den Küchenblock, dürfte man ungefähr zwischen 34.000 und 35.000 € liegen mit Fracht und den Dingen, die man eben dazu braucht. Und der Küchenblock, es gibt den in 3 Varianten. Es gibt ihn einmal als reine Kitchen-Lösung, dann ist das Bett nicht dabei. Dann seid ihr bei 2.000 € mit dem Bett, also Kitchen and Sleep, 2.500 € und ich glaube, die Komfortmatratze kostet ungefähr nochmal 300 € Aufpreis. Aber das ist auch alles in der Preisliste ja ganz klar beschrieben, aber für uns ist halt wichtig, dass ihr seht, wie die unterschiedlichen Varianten aussehen. Das ist der Küchenblock, wenn ihr ihn rausgenommen habt, damit ihr wisst, was für ein Packmaß ihr zu Hause in der Garage braucht. Wir haben hier die Höhe, mit den Beinen, die oben drauf liegen, knapp 90, nicht ganz. Und in der Breite haben wir 1,20 und in der Tiefe nochmal 70. Also wenn ihr das ungefähr als Maß habt, dann passt das perfekt. Wir bauen das aber ja nicht nur aus, um euch zu zeigen, wie das ausgebaut aussieht, sondern um euch auch einen kleinen Kniff zu zeigen, der beim Vanster gemacht wird. Und zwar gibt es ja einen großen Unterschied zwischen Wohnmobil und Pkw. Der Space Tourer, wenn ihr einfach zum Citroën-Händler geht und sagt, jetzt hätte ich gern Space Tourer, ist das ein Pkw, so ein Multifunktionsfahrzeug, wird als Pkw versteuert und versichert. Und jetzt kommt der Trick. Wir haben hier eine Pseudo-Küche mit eingebaut. Einfach ein kleines Stützbrett. Hier oben ausgeklappt, ein kleines Induktionskochfeld. Mit einem kleinen Windschutz mit dabei. Und dadurch, dass der Vanster ab Werk diese Küche, einen 230 Volt Anschluss und Stehhöhe hat, habt ihr jetzt ein Wohnmobil. Und als Wohnmobil ist dann eben auch Steuern und Versicherung wie ein Wohnmobil. Das heißt, ihr fallt plötzlich nicht mehr in Sippenhaft mit den ganzen schnell fahrenden Transportern und den PKWs, sondern mit all den Wohnmobilen, die nur 3 Wochen im Jahr bewegt werden. Dadurch ist er im Unterhalt deutlich günstiger, als es ein Space Tourer als Fahrzeug ohne Dach wäre. Und der Clou an der Sache ist, wenn ihr zum Citroën-Händler geht, euch ein Space Tourer relativ gleich konfiguriert. Er kostet als Vanster mit dem Aufstelldach im Prinzip das gleiche, als wenn ihr einen normalen Space Tourer beim Citroën-Händler holt. Der Clou an der Vanster-Heckklappe ist zum einen, dass ihr sie natürlich normal ganz aufmachen könnt, aber eben auch separat die Glasscheibe aufmachen könnt. Im Alltag hat das den riesengroßen Vorteil, dass ihr in engen Parklücken einfach wunderbar rankommt und die Einkäufe hier hinten reinstellen könnt. Und im Urlaub, denkt ein paar Sekunden zurück, wo ich eben noch so wunderbar auf dem Bett lag. Wie geil ist das, morgens das Fenster aufzumachen, rauszugucken und ihr habt so einen Blick hier. Blick auf die Stover Elbe. Aber es könnte halt auch der Atlantik und ein Wellencheck sein. Ja, wenn man das Ganze abgebaut hat, wir gucken mal, wie die Sitzgruppe drinnen aussieht, ist es so, dass ihr hier, in diesem Fall haben wir hier den Vanster als 5-Sitzer. Das ist die Serienkonfiguration, wie er ab Werk kommt. Optional könntet ihr ihn auch als 8-Sitzer bestellen. Dann muss er eben aufgelastet bestellt sein und dann kriegt ihr im Prinzip eine zweite Sitzbank von diesen Sitzbänken mit dazu. Wenn du einmal kurz einen Schwenk hier rüber machst, das war das, was ich vorhin meinte. Wir haben hier hinter der Sitzbank im Prinzip riesengroßen Stauraum, wo ihr alles noch reinpacken könnt, sodass man tatsächlich zu 5 fahren kann, die Küche da hinten drin hat und hier eben auch sitzt. Und ich habe heute nagelneue Schuhe an, ich darf sie sogar mal auf den Sitz legen. Theoretisch abends kannst du es dir echt gemütlich machen. Wir haben hier beide Schiebetüren mitbestellt. Das ist beim Vanster anders als beim Campster eben keine zwingende Kombination. Ihr dürftet ihn auch mit nur einer Schiebetür haben, dann kommt die nur auf der Beifahrerseite. Aber so denke ich, ja, Gläschen Aperol Spritz, wobei Aperol Spritz ist ja sowas von 2019. Aber auf jeden Fall mit einem guten Getränk kann ich mir das richtig schön vorstellen. Und wenn ich abends müde bin, der Tag in der Sonne toll war, dann ziehe ich mich auch ohne die ganzen Bettbau einfach nach da oben ins Bett zurück. Oben im Pössl Vanster angekommen, erwartet mich hier das Dachbett.
Hier haben wir eine richtig schöne Liegefläche und ich kann auch, wenn das Bett aufgebaut ist, wunderbar drunter sitzen bleiben. Ihr seht hier, vorne sind ein bisschen Fliegengitter mit dabei. Das, was anders ist als bei den meisten Aufstelldächern, ist, dass ich echt viel Luft reinlassen kann, weil ich mir im Prinzip hier vorne rum so einen richtig schönen Panoramablick machen kann und damit rausgucken kann. Und das, was ich mir einbilde, aber das müssen wir irgendwann demnächst nochmal im Vergleich messen, ist, dass bei dem Fensterdach hinten der Abstand zwischen Matratze und Decke ein bisschen höher ist. Das heißt, die Füße einfach ein bisschen größer liegen können. Wir haben hier von der Liegefläche einmal, da ist die Matratze, wir haben Matratzenlänge 1,90 Meter, da hinten zum Faltenbalgende und Bett vorne Kante haben wir knappe 2 Meter, so ich sag mal 1,97 1,98 und in der Breite, das ist natürlich relativ schmal, weil es ein kleines Auto ist, die Matratze ungefähr 1,3 Meter von Faltenbalgwand zu Faltenbalgwand, also die berühmte gefühlte Liegebreite, haben wir exakt 1,20 Meter. Das ist nicht riesig, aber es ist ja auch kein riesengroßes Auto. Unten drunter normales Lattenrost und das Ganze, guck mal, was tun wir nicht alles für guten Inhalt. So sieht die Matratze aus, die hängt hier an der Seite nachher noch ein bisschen rüber, damit man auch das Weiche oder damit man auch das an der Seite nicht so hart spürt. Ja, wer jetzt sagt, den Venster finde ich super, den Space Tourer als Basisfahrzeug hätte ich gerne, aber es dürfte ein bisschen mehr Wohnmobil sein. Wir verlinken euch oben in der Ecke nochmal das Video zum Campster, den haben wir sehr ausführlich vorgestellt. Und wir werden in Zukunft auch sicher nochmal ein Vergleichsvideo zwischen beiden machen. Also abonniert unseren Kanal, bleibt uns treu und viel Spaß bei den weiteren Videos. Bis bald!